Wir können das Rad nicht neu erfinden, aber auch Räder waren früher aus Holz. Aus modernsten Materialien und altem Wissen Neues zu erschaffen war ein holpriger Weg. Das Resultat sind klanglich ausgewogene Unikate. Präsent und brillant. Hallo, mein Name ist Dietmar Zonewitz. Ich möchte Sie einladen, mehr über unsere einzigartigen Musikinstrumente aus Carbon zu erfahren. Klingendes Plastik. Kann das überhaupt funktionieren? Nun ja, Plastik ist vielleicht nicht der ganz richtige Begriff dafür. Ich verwende lieber Kunststoff. Da steckt schon das Wort Kunst drin und Stoff. Beides zunächst einmal sehr schöne Dinge. Eine Geige aus Plastik, aber das kann doch nicht funktionieren. Mit solchen und ähnlichen Vorteilen werden wir regelmäßig bei Messen und Ausstellungen konfrontiert. An den Geigenbauschulen und bei Geigenbauwettbewerben gilt die klare Regel, eine Geige muss aus Holz sein. Die Decke typischerweise aus Fichtenholz, der Boden typischerweise aus Ahorn, die Zargen und der Hals auch aus Ahorn. Nur dann kann es eine richtige Geige sein. Ich sehe das nicht ganz so, denn was wir hier haben, ist definitiv eine richtige Geige. Sie klingt wie eine richtige Geige und sie hat ihren Holzkollegen gegenüber viele Vorteile. Die Wahl dieser Materialien, der typischen Instrumentenbauhölzer, war im 17. und 18. Jahrhundert mit Sicherheit optimal. Aber wir leben im 21. Jahrhundert. Wenn wir verreisen, nehmen wir nicht mehr die Postkutsche, sondern das Flugzeug, das Auto oder die Bahn. Der große Vorteil dieses faserverstärkten Kunststoffs, des Kohlefaserlaminats, des Carbon, liegt darin, dass es im Prinzip aus langen einzelnen Fasern besteht, die mit einer Art Klebstoff, Matrixmaterial zusammengehalten, verklebt werden. Und erst dann entsteht das extrem steife, besondere Material. Nun mag sich der eine oder andere fragen, wie so ein Faserverbundwerkstoff, wenn man auch Holz nehmen kann. Holz ist ein Faserverbundwerkstoff. Schließlich besteht Holz aus Zellulosefasern, die mit Lignin verklebt sind. Also quasi analog zu dem, was wir hier haben. Kohlenstofffasern mit einem Kunstharz verklebt. Der große Unterschied liegt darin, dass der Instrumentenbauer, der traditionelle Instrumentenbauer, ein fertiges Stück Holz hat und daraus seine Decke, seinen Boden, seine Zargen, was auch immer fertigt. Er muss also auf das vor ihm liegende Material reagieren, das richtig einschätzen und richtig ausarbeiten. Und wir machen es genau umgekehrt. Wir bauen uns unser Material genauso, wie wir es für richtig halten. Das heißt, wir legen genau die Menge Fasern in genau die Richtung, wie wir das haben wollen. Also anstatt mit dem Hobel, dem Stecheisen, der Ziehklinge Material wegzunehmen, legen wir Schicht für Schicht das Material in unser Formwerkzeug, bis wir die passende Stärke erreicht haben. Und auch wir arbeiten diese Rohteile, Decke, Boden nach. Selten mit der Ziehklinge, auch nicht mit dem Stecheisen. Aber trotzdem werden auch da Boden und Decke gestimmt und verglichen, begutachtet. Im Prinzip so ähnlich wie in der Instrumentenbauwerkstatt, in der traditionellen. Nur eben mit dem Unterschied, dass wir Material hinzufügen im Normalfall, manchmal im Nachhinein auch wieder etwas wegnehmen und eben nicht nur Material wegnehmen können. Das bringt ungeahnte Vorteile. Denn eine Decke, die zu dünn ausgearbeitet ist im Normalfall nicht mehr verwendbar. Eine Holzdecke. Eine Carbondecke, die zu dünn ist,
können wir weiter verwenden, indem wir in den Bereichen, in denen Material fehlt, nachträglich neues Material auflaminieren und das dann so einschleifen, dass die Decke die gewünschte Stärke und Resonanzeigenschaften hat. Das heißt, eine Decke, die zunächst einmal vielleicht nicht optimal ist und nicht zum Einsatz käme, können wir nutzen. Sie muss nicht weggeworfen werden. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für Reparaturen. Wir können die Instrumente öffnen, wie beim traditionellen Holzinstrument auch. Wir können die Instrumente reparieren, wenn das nicht nachhaltig ist. Ich habe schon einmal ein Carboninstrument gespielt. Es klang eindimensional und langweilig, nasal. Aussagen wie diese hören wir oft. An dieser Stelle möchte ich Alexandre Dumas zitieren. Alle Verallgemeinerungen sind gefährlich. Auch diese. Mit Sicherheit beziehen sich diese Aussagen auf die Instrumente unserer Mitbewerber, die zum Teil schon seit längerer Zeit Carboninstrumente anbieten. Zumeist sehr einfache Instrumente. Die zum Teil wesentlich günstigeren Instrumente unserer Marktbegleiter beruhen sicher nicht auf einer derart intensiven Entwicklungs- und Forschungsarbeit, wie wir sie geleistet haben bei der Entwicklung unserer Instrumente. Somit ist es auch nicht weiter verwunderlich, wenn diese Instrumente einfacher, unausgewogener klingen und vielleicht in der Verarbeitung hier und da auch wesentlich einfacher gehalten sind. Anders wären diese Preise auch gar nicht zu machen. Bei uns ging es aber darum, nicht ein möglichst kostengünstiges, einfaches Instrument zu entwickeln, sondern schlicht und ergreifend das Beste, was man mit diesem Material bauen kann. Sicher werden wir auch in Zukunft unsere Instrumente kontinuierlich weiterentwickeln, denn ich bin mir sicher, mit diesem Material lässt sich noch viel mehr erreichen. Vergleichen können wir den Unterschied zwischen unseren Instrumenten und denen der Marktbegleiter. Mit Sicherheit auch mit günstigen, traditionell gebauten Instrumenten aus Fernost oder Osteuropa. Diese sind handwerklich oft von sehr ordentlicher Qualität, preislich sehr günstig und es gibt auch immer wieder dazwischen Instrumente, die wirklich außergewöhnlich gut klingen. Solche Zufallstreffer gibt es mit Sicherheit bei unseren Marktbegleitern, was die Carboninstrumente angeht, auch. Bei uns ist der Klang kein Zufall. Wir wollen damit in der Liga der sehr hochwertigen Manufaktur oder Meisterinstrumente mitspielen. Und das können wir auch, ohne weiteres. Mit diesen Instrumenten können Sie solo spielen, aber auch im Orchester. Quartett, kein Problem. In der Kirche, auch kein Problem. Und wenn Sie damit auf der großen Bühne spielen wollen, als Unterstützung eines Pop-Acts, in einer Rockband, warum nicht? Das Instrument eignet sich dafür, und zwar ideal. Sollte die akustische Leistung des Instruments nicht ausreichen, zum Beispiel auf einer Open-Air-Bühne, bieten wir auch eine Tonabnehmer-Variante an. Da dieser Tonabnehmer jedoch keinen wirklichen Eingriff in das Instrument zur Folge hat, kann das Instrument jederzeit auch wieder rein akustisch gespielt werden, ohne Einbußen beim Klang. Auch diese Option dürfte für manchen Musiker sehr interessant sein. Nun, für wen eignen sich also diese Instrumente? Im Endeffekt für jeden. Man kann sie in jeder Umgebung spielen. Sie sind, verglichen mit einem Holzinstrument, unempfindlich, wenngleich ich die Bezeichnung unkaputtbar, die öfter genannt wird,
nicht so gern höre. Denn wenn ich etwas kaputt machen möchte, kann ich das. Spätestens wenn ich mit dem Auto drüber fahre, ist auch diese Geige kaputt. Ob dann eine Reparatur noch möglich ist, sei dahingestellt. Aber im normalen Betrieb, auch mit der unsachgemäßen Lagerung, zum Beispiel im überhitzten Auto im Sommer oder dem Mitführen des Instruments im Gepäckraum des Flugzeugs, ohne einen extra Sitzplatz buchen zu müssen, oder Diskussionen mit der Airline über das Mitnehmen des Instruments in den Passagierraum zu haben. All das kann diesen Instrumenten nichts anhaben. Und wenn Sie mit Ihrem Instrument einmal in der Sauna spielen wollen, so können Sie das. Das Einzige, was in Mitleidenschaft gezogen werden könnte, sind der Steg, der leicht zu ersetzen wäre, die Saiten und gegebenenfalls der Kinn- und Saitenhalter. Alles Teile, die ohne weiteres schnell austauschbar wären, wenn sie einmal Schaden genommen hätten. Das Instrument an sich wird keinen Schaden nehmen. Aber sind die bisher besprochenen Vorteile dieses Werkstoffs denn wirklich schon alles? Nein, mit Sicherheit nicht. Ein Kohlenstofffaserlaminat, wie eigentlich die korrekte Bezeichnung wäre, Carbon, hat eine wesentlich geringere Eigendämpfung als die besten Instrumentenbauhölzer. Außerdem ist die Schallausbreitung in diesem Material wesentlich schneller als in Holz. Was bedeutet das für den Musiker? Ein Carboninstrument hat eine außergewöhnlich gute Ansprache. Das fällt jedem sofort auf. Die Modulationsfähigkeit ist extrem groß. Und das Ganze kostet einen keine große Anstrengung. Das heißt, man muss nicht mit dem Instrument erst einen Kampf ausfechten, um eine große Dynamikbandbreite zu bekommen. Dazu kommt, dass ein Kohlenstofffaserlaminat quasi keine Ermüdung kennt. Das heißt, ein gut eingespieltes Instrument, und ja, auch diese Instrumente müssen eingespielt werden und verbessern sich während der Einspielphase signifikant. Ein gut eingespieltes Instrument wird immer das klangliche Niveau halten. Denn, wie schon gesagt, eine Ermüdung des Materials gibt es de facto nicht. Die meisten kennen es, es geht eng im Orchestergraben zu, es gibt einen kleinen Rempler und das geliebte Instrument hat einen Kratzer bekommen. Oder noch schlimmer, ein Riss in der Decke. Ja, auch diese Instrumente können einen Riss in der Decke bekommen. Denn wenn ein Instrument, eine Struktur gut klingen soll, eine leichte Ansprache haben soll, dann muss sie auch fragil gebaut sein. Trotzdem sind diese Carboninstrumente unvergleichlich viel stabiler und robuster als jedes Holzinstrument. Wir werden auch des Öfteren mit der Meinung konfrontiert, dass alle Carboninstrumente, wenn sie denn aus der gleichen Form kommen, doch gleich klingen müssen. Die Frage ist berechtigt. Denn wir verwenden kein Holz, bei dem jedes Stück in irgendeiner Form anders ist. Aber wir arbeiten nicht am Fließband. Die Instrumente kommen aus keiner Spritzgussmaschine und gleichen einem ums andere perfekt, sondern diese Instrumente werden in mühevoller, langwieriger Handarbeit hergestellt. Wie bei jedem Produkt, was in Handarbeit hergestellt wird, gibt es gewisse Schwankungen.
Die Schwankungen müssen nicht groß sein, um einen klanglichen Einfluss zu haben. Somit, nein, sie klingen nicht alle gleich. Im Gegenteil, es gibt eine ziemliche Varianz. Daher lohnt es sich immer, wenn man die Möglichkeit hat, mehrere Instrumente anzuspielen und zu vergleichen. Genau wie man das beim Geigenbauer oder Instrumentenhändler auch machen würde. Denn solange Menschen in Handarbeit etwas fertigen, hat jedes Teil, jedes Instrument eben auch seine ganz persönliche Note. Und das ist auch gut so, denn wir wollen ja keine Fabrikgeigen herstellen, die alle gleich aussehen und gleich klingen. Das wäre schließlich langweilig und ist nicht unser Anspruch.